Herzlich willkommen, mein Name ist Florian und ich werde euch heute die Vorteile und Funktionen unseres VIA Dashboards vorstellen. VIA Dashboard ist, wie der Name schon sagt, eine Dashboard-Funktion, die einen Überblick gibt zu den wichtigsten Maschineninformationen. Dies kann sein von einer einzelnen Maschine, aber natürlich auch von mehreren Maschinen. Beispielsweise sehe ich so recht schnell, welchen Status hatte die Maschine. Ich sehe Produktivitätskennzahlen, ich sehe Maschinenmeldungen, ich sehe Wartungen der Maschine und auch Condition-Daten, also Sensorwerte der Maschine. Diese können immer je Maschinentyp natürlich variieren. Das Coole dabei ist aber, in dieser Übersicht, falls mir die Daten nicht ausreichen, kann ich jederzeit in eine Detailfunktion für mehr Informationen abspringen. Nun nehme ich euch mit und zeige einfach mal die Funktionen und die Bedienung. Dazu klicken wir auf das VIA Dashboard. Nun wählen wir die Maschinen aus, beispielsweise eine Hobelmaschine und eine Fenstermaschine. Und nun lädt das VIA Dashboard. Wie gewohnt kann ich nun den Zeitraum anpassen. Ich habe hier bereits einen Zeitraum ausgewählt und nun können wir starten. Wie man sieht, ganz oben sind hier Buttons. Diese Buttons sind, wie eingangs erwähnt, die Absprungmöglichkeiten in die Detailfunktion. Also wie wir hier sehen, wir starten mit dem Maschinenstatus in einem Gantt-Chart und wenn wir nun diesen visuell in einem Kuchenchart zum Beispiel sehen wollen, könnten wir auf VIA Monitor klicken, den Button oberhalb und werden direkt in die Funktion weitergeleitet. Der Vorteil dabei, die App ist so clever und erinnert sich an die ausgewählten Maschinen und natürlich an den ausgewählten Zeitraum. Dies ist sehr, sehr bequem und natürlich entsprechend komfortabel anzuwenden. Des Weiteren sehe ich hier unten eine kleine Zusammenfassung nochmal in absoluten und relativen Werten der Produktion zu jedem Maschinenstatus. Ich sehe des Weiteren auch die Produktivität der Maschine, zum Beispiel wie lang war der Vorschub an oder wie viele Teile wurden produziert, wie viele Meter hat die Maschine produziert. Auch hier wieder, es ist immer etwas maschinentypabhängig, was hier angezeigt wird. Des Weiteren sehe ich auch Meldungen, das wäre der nächste Abschnitt. Hier sehe ich genau entsprechend, wann ist die Meldung aufgetreten, wann wurde die Meldung quittiert, wie lange hat es gedauert zwischen Auftritt und Quittierung, was für ein Typ von Meldung war das und natürlich auch der Meldungstext und welcher Status hat die Maschine gehabt, als diese Meldung aufgetreten ist. Falls mir diese Informationen nun auch noch nicht reichen und ich möchte eine Auswertung machen, zum Beispiel was sind die häufigsten Maschinenmeldungen oder eine spezielle Maschinenmeldung suchen, könnte ich wieder hier hochscrollen und entsprechend auf VIA Notify klicken und würde auch hier direkt nach VIA Notify geleitet werden. Der nächste Bereich sind die Wartungen. Wartungen sind schon hier farblich sehr leicht erkennbar. Wir sehen, wir haben hier zwei Wartungen, die sind rot. Rot bedeutet, die Wartung ist überfällig, ich hätte sie schon durchführen sollen. Das Ganze sehe ich auch hier rechts. Wir hätten diese Wartung alle 40 Stunden eigentlich durchzuführen. Wir sehen jetzt aber den aktuellen Wert schon bei 43,2 Stunden bzw. 46,4 Stunden. Das heißt, die Wartung ist überfällig und ich sollte sie nun schleunigst durchführen. Andere Wartungen, wo das nicht der Fall ist, die sind hier weiter unten grün gekennzeichnet, also zum Beispiel die dritte Wartung von der Fenstermaschine. Hier sehen wir, dies ist auch alle 40 Tage durchzuführen. Wir haben aber aktuell erst 18,4 Tage erreicht, also alles im grünen Bereich. Diese Wartung müssen wir aktuell noch nicht durchführen. Zu guter Letzt haben wir dann noch Conditions. Der Conditions-Bereich würde hier entsprechend die Sensordaten anzeigen, wie auch eingangs erwähnt. Was hier angezeigt wird, ist auch immer sehr maschinentypabhängig und variiert entsprechend. Beispielsweise gibt uns hier die Hobelmaschine eine Vorschubgeschwindigkeit oder zum Beispiel die Stromaufnahme am Spindelmotor sowie auch entsprechend hier weiter unten die Temperatur der Spindeln, weil diese Maschine verfügt über das sogenannte Spindelmonitoring. Natürlich hat die Fenstermaschine hier auch Sensordaten anzubieten. Das kann zum Beispiel auch sein die Vibration, Temperatur oder auch entsprechend Drehzahlen. Nehmen wir uns beispielsweise den ersten Wert, die Vorschubgeschwindigkeit, und starten von links nach rechts wieder, sehen wir hier das Maximum. Maximum bedeutet, das ist der höchste Messwert in meinem ausgewählten Zeitraum. Minimum, logischerweise der kleinste oder niedrigste Messwert im ausgewählten Zeitraum. Dann kommt der Durchschnitt. Der Durchschnitt ist einfach alle Messwerte im Zeitraum gemittelt
Und zu guter Letzt der Ist-Wert ganz rechts. Dieser bedeutet, das ist der letzte Wert, der die Maschine entsprechend hatte, also unser aktuellster Wert. Und den könnte ich auch nochmal als Vergleich heranziehen. Das Ganze kann man dann auch grafisch betrachten. Das wäre dann hier unten im Bereich des Charts. Hier sehen wir jetzt nun die Auswahl der Daten und könnten zum Beispiel hier jetzt die Temperaturkurve für die Fenstermaschine anschauen am Aggregat. Das sieht dann so aus. Ich kann dann hier mit der Maus entsprechend drüber fahren und jeden einzelnen Messwert entsprechend anfahren. Und wir sehen jetzt hier um 10:11 Uhr circa am Morgen, da waren entsprechend 85 Grad gemessen worden für diese Temperatureinheit entsprechend. Auch hier wieder reicht mir das nicht aus und ich möchte zum Beispiel ein Trending machen, kann ich wieder hochscrollen und das können wir gerne jetzt nun tun und auf Via Condition klicken. Und dann würde ich direkt ganz komfortabel in Via Condition gelenkt werden. Die Maschinen sind schon ausgewählt, auch der Zeitraum wurde automatisch übernommen. Und nun könnte ich hier beispielsweise weiterarbeiten und noch viel mehr Informationen und Details herausfinden. Das ist sehr komfortabel und natürlich entsprechend für unser Via Dashboard eine tolle Möglichkeit, dies einzusetzen, falls der Überblick nicht reichen sollte. Vielen Dank.